Wusstest du, dass in Deutschland fast 9 von 10 Menschen gesetzlich versichert sind und trotzdem viele im ersten Jahr hunderte Euro zu viel zahlen? Das liegt oft an kleinen Regeln, die man am Anfang einfach nicht kennt. Verrückt, oder? Total. Und das größte Problem ist nicht die Karte selbst, sondern, na ja, die Details dahinter. Viele denken, ich hab die Karte, alles ist gratis, fertig. Nee, so einfach ist es eben nicht. Genau, die meisten Fehler passieren in den ersten Wochen. Falsche Kasse, Familienversicherung falsch verstanden und dann kommt halt plötzlich eine Rechnung ins Haus. Also, lass uns das heute richtig klar machen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir helfen euch heute, die Krankenversicherung in Deutschland sicher zu navigieren, ohne Stress und ohne teure Überraschungen. Ich bin Tim, hi zusammen. Und ja, wir gehen Schritt für Schritt durch, ganz ruhig und praktisch. Mit Beispielen, Tipps und, kleinen Rollenspielen, damit es wirklich sitzt. Kurz der Überblick, damit wir alle auf demselben Stand sind. Es gibt die gesetzliche Krankenversicherung, oft GKV gesagt, also GKV, und es gibt die private, PKV, also PKV. Die gesetzliche ist für die meisten Angestellten der Standard. Privat ist eher für Selbstständige, sehr gut Verdienende oder bestimmte Studierende. Für viele ist GKV Pflicht, ja, und die ist auch solide. Privat kann schneller sein, aber hat eben auch eigene Regeln, Verträge und oft eine Selbstbeteiligung. Also Geld, das du erstmal selbst zahlst. Wir bleiben heute vor allem bei der GKV, weil die meisten betrifft. Lass uns direkt praktisch werden. Kleines Rollenspiel. Du rufst bei einer gesetzlichen Kasse an und willst dich anmelden. Du bist neu in Deutschland, okay? Alles klar, ich bin der Anrufer. Guten Tag, ich bin neu hier und habe einen Arbeitsvertrag. Welche Unterlagen brauchen Sie für die Anmeldung? Und wie lange dauert die Karte? Und, was kostet das ungefähr im Monat? Sehr gern, willkommen. Wir brauchen deinen Pass, die Meldebescheinigung von der Stadt und eine Kopie vom Arbeitsvertrag. Die elektronische Gesundheitskarte kommt meist in 1 bis 2 Wochen per Post. Der Beitrag liegt so bei 14 bis 15% vom Bruttolohn. Deine Firma zahlt die Hälfte mit. Okay, danke. Und noch eine Frage. Kann ich meine Frau und mein Kind mitversichern oder muss ich extra bezahlen? Wenn deine Frau kein eigenes hohes Einkommen hat und nicht privat versichert ist, dann ja, sie und euer Kind sind kostenlos mit drin. Das nennt man Familienversicherung. Das ist echt ein großer Vorteil der gesetzlichen Kasse. Zurück in die echte Welt. Am Telefon klingt das alles glatt, aber in echt gibt's oft Formulare und Nachweise und man verliert schnell den Überblick. Da hilft manchmal ein Versicherungsmakler, also eine Person, die für dich die Angebote sucht und erklärt. Ein guter Makler spricht auch mit der Kasse für dich. Ja, genau, und für Expats ist das oft Gold wert, weil Sprache und Regeln halt neu sind. Ich kenne eine Hörerin, die war total überfordert und der Makler hat einfach die Schritte sortiert, erst Anmeldung, dann Bescheinigung, dann Karte. Das spart Nerven, ehrlich. Und jetzt eine echte, nicht so schöne Geschichte. Ein Hörer war erst privat mit seinem Partner versichert. Er wollte später zurück in die gesetzliche, weil das für ihn besser passte. Nach einem Jahr kam dann die Antwort. Leider nein, er war plötzlich ohne Schutz. Panik pur. Uff, das ist hart. Und der Grund ist simpel, aber fies. Wer einmal privat ist und genug verdient, kommt oft nicht so leicht zurück in die gesetzliche. Deshalb vorher genau prüfen und beraten lassen, bevor man wechselt. Sonst wird's teuer und stressig.
Auch bei der Familienversicherung gibt's Regeln, das ist wichtig. Manche denken, man kann Partner einfach so hinzufügen, aber wenn der Partner zu viel verdient oder schon privat ist, geht das eben nicht. Dann kommt später vielleicht eine dicke Nachzahlung. Also bitte vorher fragen und klären. Und noch ein Basics-Tipp, der wirklich Geld spart. Frag immer früh, ob etwas bezahlt wird. In der Praxis, in der Apotheke, auch beim Labor. Eine kurze Frage kann eine große Rechnung vermeiden. Wollen wir das mal kurz üben? So, Mini? Ich komme in die Praxis, du bist an der Anmeldung. Ich bin neu und unsicher, okay? Guten Tag, Sie haben einen Termin? Haben Sie Ihre Gesundheitskarte dabei? Ja, hier. Ich bin ganz neu in Deutschland. Wird eine Blutuntersuchung von meiner Kasse bezahlt oder ist das extra? Brauche ich dafür eine Überweisung vom Hausarzt und gibt es eine Zuzahlung? Mit Kassenkarte ist die normale Untersuchung bezahlt. Extra Wunschleistungen kosten privat, das sagen wir vorher. Eine Überweisung brauchen Sie für manche Fachärzte, ja. Und bei Rezepten gibt's oft eine Zuzahlung, so 5 bis 10 Euro. Top, danke. Und nur zur Klarheit. Eine Überweisung ist der Zettel vom Hausarzt, damit ich zum Facharzt gehen kann. Das hilft beim Planen, finde ich. Kurzer Stopp, wir machen mal einen Minitest. Weißt du noch, was Familienversicherung heißt? Nur einmal laut sagen, damit's sitzt. Klar, Partner und Kinder können ohne extra Beitrag mit drin sein, wenn sie kein eigenes hohes Einkommen haben und nicht privat sind. Das nennt man Familienversicherung. Super Sache, wenn es passt. Genau. Und noch ein Wort, Kassenrezept ist das rosa Rezept, das die Kasse bezahlt. Privatrezept zahlst du selbst und reichst es vielleicht ein, je nach Vertrag. Das macht einen großen Unterschied an der Kasse. Sprechen wir mal über Erwartungen. Versicherung heißt nicht, ich bekomme sofort jeden Termin. Bei Hautärzten oder Orthopäden wartet man manchmal viele Wochen. Das ist normal hier, leider, also früh anrufen hilft. Privat geht es oft schneller, ja, aber dafür hast du häufig eine Selbstbeteiligung. Das heißt, du zahlst erst einen Teil selbst, bevor die Versicherung etwas übernimmt. Das klingt gut, ist aber nicht automatisch günstiger, also gut rechnen. Und bei speziellen Medikamenten wie PrEP, das ist ein Mittel, das vor HIV schützt, denken viele, die Kasse zahlt alles. In echt gibt's Regeln, Formulare und manchmal Limits. Also immer fragen, ist das ein Kassenrezept? Wie hoch ist die Zuzahlung? Muss ich noch was fürs Labor zahlen? Gleiches Thema bei Brille oder Zahnersatz, oft ist nur ein Teil drin. Deshalb gibt es Zusatzversicherungen, kleine Extrapolicen. Aber die braucht nicht jeder, also erst die Basisleistungen lesen und vergleichen. Versteckte Vorteile bei der gesetzlichen Kasse sind echt nett. Kinder sind oft komplett mit drin, Impfungen und Vorsorge sind bezahlt. Manche Kassen haben Bonusprogramme. Du gehst zur Vorsorge und bekommst Geld oder Gutscheine zurück. Das lohnt sich einfach. Ja, lest die Leistungen wirklich genau, nicht nur den Beitrag. Manchmal sparst du richtig, wenn du das Programm nutzt. Ein kurzer Blick in die App oder auf die Website reicht oft schon. Sprachthema noch, das ist mir wichtig. Eine Hörerin hat mal aus Versehen ein Privatrezept verlangt, weil sie das Wort irgendwie schöner fand und musste dann selbst zahlen. Peinlich, aber passiert schnell, wenn man die Wörter nicht kennt. Darum am Anfang direkt sagen, ich bin Kassenpatient oder ich bin Privatpatient. Und wenn du ein Wort nicht verstehst, frag einfach, was heißt das genau? Das ist normal, die Leute erklären das meistens gern. Termintipp: Ruf zuerst beim Hausarzt an und sag freundlich,
dass es dringend ist. Hausärzte sind in Deutschland so eine Art Lotse im System. Und frag bei deiner Kasse nach einem Terminservice, manche helfen aktiv beim Suchen. Viele Kassen haben auch eine Hotline, oft sogar 24 Stunden. Da kannst du nachts fragen, was muss ich morgen mitbringen? Oder, wo finde ich einen Arzt, der heute offen hat? Nutzt das ruhig. Wenn du umziehst oder den Job wechselst, denk an die Mitgliedsbescheinigung. Die braucht der Arbeitgeber. Und nimm die elektronische Gesundheitskarte einfach immer mit, das spart Zeit an der Anmeldung. Heb Rechnungen und Bescheide gut auf, mach zur Not ein Foto. Wenn etwas komisch aussieht, ruf lieber gleich an und bitte freundlich um eine Erklärung. Mit Ruhe und Freundlichkeit kommt man hier weit. Zum Makler noch ein Wort. Such dir jemanden, der unabhängig ist. Frag offen, wie wirst du bezahlt? Wenn das klar ist, fühlt es sich besser an und du weißt, woran du bist. Und wenn du ohne Makler klarkommen willst, nimm eine Beratung bei der Verbraucherzentrale. Die sind neutral und erklären die wichtigsten Punkte, oft für wenig Geld. Das kann echt ein guter Start sein. Machen wir noch eine kurze Szene, diesmal in der Apotheke. Das ist super praktisch für den Alltag. Du bist die Apothekerin, okay? Guten Tag, haben Sie ein Rezept dabei? Dann schauen wir mal, was die Kasse übernimmt. Ja, hier ist es. Ist das ein Kassenrezept? Und wie viel Zuzahlung habe ich heute? Gibt es ein günstigeres Generikum, also das gleiche Medikament in billig? Ja, das ist ein Kassenrezept, die Zuzahlung ist 5 Euro. Es gibt ein Generikum, es wirkt gleich und ist günstiger. Möchten Sie das nehmen? Ich kann Ihnen auch den Beleg mitgeben. Sehr gern, danke. Und ja, bitte den Beleg mitgeben, falls ich es später einreichen muss. So behalte ich den Überblick. Kein Problem, ich drucke den Beleg aus. Gute Fragen übrigens, so vermeidet man echt viele Überraschungen an der Kasse. Fassen wir kurz die größten Fehler zusammen. Erstens. Denken, die Karte bezahlt alles sofort und komplett. Zweitens. Familienversicherung falsch verstehen und dann eine dicke Nachzahlung riskieren. Drittens. Nicht vorher nach Kosten fragen, also bei Behandlung, Rezept oder Labor. Und die positiven Punkte, die man nutzen sollte, Bonusprogramme mitnehmen, den Hausarzt als Lotsen sehen und gleich am Anfang klar sagen, ob man Kassen- oder Privatpatient ist. Außerdem, Leistungen lesen, nicht nur auf den Preis schauen. Das spart oft richtig Geld. Achtet auch auf Fristen, zum Beispiel bei Krankengeld oder Genehmigungen. Viele Dinge haben ein Datum, nach dem es schwierig wird. Also nicht warten, lieber einmal zu früh fragen als zu spät. Wenn ihr ins Ausland fahrt, nehmt die europäische Krankenversicherungsseite eurer Karte mit. Aber klärt vorher, was genau bezahlt ist und was nicht. Dann gibt es am Urlaubsort keine bösen Überraschungen. Jetzt ihr. Welche Frage stellt ihr immer in der Praxis oder in der Apotheke, um die Kosten zu klären? Oder habt ihr mit Maklern gute oder schlechte Erfahrungen gemacht? Schreibt es uns, das hilft der ganzen Community. Wenn euch diese Folge geholfen hat, gebt gern ein Like und abonniert unseren Kanal. So verpasst ihr keine Tipps mehr, und wir können mehr von diesen praktischen Folgen machen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao und einen schönen Tag euch.